Man hat uns in die Wüste geschickt. Na, zum Glück wurde dort in die Wüste aber auch eine Stadt gebaut. Eine Stadt der Superlative. Die höchsten Wolkenkratzer, die edelsten Shoppingmalls, die aufregendsten Freizeitaktivitäten. Wir sind eingetaucht in eine Mischung aus Tradition, kultureller Vielfalt und Moderne. Wir wollen euch hier aber auch nichts vom Kamel erzählen. Es ist eine Stadt voller Widersprüche. Auf der einen Seite unvorstellbare Mengen an Luxus und Prunk, aber auch extreme Armut und Ungleichheit. Es ist ein Ort, an dem das Geld regiert. Wir versuchen uns nicht zu sehr von dieser glitzernden Fassade blenden zu lassen, sondern betrachten auch die Schattenseiten. Habt ihr Lust mitzukommen? Auf geht's in die faszinierende Luxus- und Hightech-Metropole am Arabischen Golf. Wir sind in Dubai gelandet und unser Flug ging über Nacht. Bekanntlicherweise findet man im Flieger ja nicht immer den besten Schlaf. Also hatten wir uns im Vorfeld überlegt, wir buchen einfach ein Hotel, was nur 3 Kilometer vom Flughafen entfernt ist. Und somit liegt unser erstes Hotel im alten Teil von Dubai, in Deira, dem historischen Kern der Stadt. Das Hotel ist zudem auch noch sehr bequem mit der Metro vom Flughafen zu erreichen. Okay. Oh, Alter. Das ist eine fette Nummer. Das sieht gut aus, ne? Das ist auf jeden Fall schick. Das ist ja fast unser Wohnzimmer hier. Ja. Wo ist zu Hause? Und hier ist noch ein Schlafzimmer. Nicht so komisch. So Leute, ich sehe ein bisschen fertig aus. Wir haben jetzt auch unseren Flug hinter uns, der ging über Nacht. Entsprechend war der Schlaf auch kurz und nicht so gut. Und unser Dubai-Aufenthalt beginnt jetzt hier in dieser wunderschönen kleinen Apartmentwohnung. Die gehört mit zu dem Hyatt Hotel. Wir haben sowohl Hotelzimmer als auch Apartments. Wir haben uns jetzt hier ein Apartment ausgesucht, denn dieses Apartment verfügt über ein separates Schlafzimmer und eine Schlafcouch. Also einer von uns muss heute auf der Schlafcouch schlafen. Ich glaube, die Entscheidung ist relativ klar, wer das sein wird. Lotti? Nein. Genau, aber ich glaube, unser Dubai-Aufenthalt startet mal gar nicht so schlecht. Ne? Also, wir haben hier während unseres Aufenthalts 6 Hotels gebucht, beziehungsweise unterschiedliche Apartments gebucht. Das ist das erste. Ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Ne? Also, das fängt schon gar nicht so schlecht an. Und bezüglich gar nicht so schlecht an, ich zeige euch das mal hier, was wir hier so an Räumlichkeiten überhaupt zur Verfügung haben. Hier ist das Schlafzimmer mit einem sehr, sehr schönen Doppelbett. Also die Räume sind sehr hoch, erstaunlich hoch gebaut. Es halt auch so ein bisschen, ich glaube, ihr hört das ganz gut. Angenehm kühl, also draußen sind jetzt mittlerweile schon knapp 30 Grad und hier drin haben wir, ich weiß gar nicht, steht es hier? Nee, aber gefühlte angenehme 20, 21, 22 Grad, also das ist wirklich sehr nett. Diese Wohnung hier hat sogar 2 Badezimmer. Eins ist hier vorne gleich am Eingang und dann hat man hier vorne auch noch ein Badezimmer mit einer begehbaren Dusche. Also das kann sich alles auf jeden Fall sehen lassen. Ne? Was halt nicht ganz so schön ist, sind immer diese Schalldecken, hätte ich beinahe gesagt. Aber gut. Ansonsten wirkt es auf jeden Fall sehr schön, groß, einladend. Ich meine, die Höhe macht schon echt was aus. Ne? Das ist schon ordentlich. Oder? Wie gefällt dir das? Das ist richtig hoch hier. Ja, es ist richtig hoch. Es halt wahrscheinlich auch ein bisschen. Deswegen, ja, deswegen halt es auch halt so. Wirklich doll. Ja, es ist halt wirklich doll. Und hast du mal gesehen, okay, ja, wir haben jetzt nicht den Poolblick, ne? Wir haben nicht den Poolblick, es ist eher so willkommen im echten Dubai.
Oh, guck mal hier, der ist auch nackig da gerade draußen. Nicht ganz. Ja, aber halt. Wohnt er da? In dem Ding? Ja, ne? Da unten kannst du einen Das Teestand. ist sein Shop und oben wohnt er, wa? Hier gibt's In der Hütte. belegte Brote, Ja. Grocery. Ja, alles so kleine Minishops, lustig. Ja, also der Ausblick geht so. Das stimmt, aber wir sind ja jetzt hier 6 Bahnstationen vom Flughafen entfernt. Wir haben uns das mal relativ einfach gemacht. Wir wollten auch mit der Metro, und zwar mit der Linie Rot, einfach fahren, ohne uns großartig jetzt ein Taxi nehmen zu müssen. Deswegen ist dieses Hotel hier auch, ich glaube, 450 Meter von der U-Bahn-Station entfernt, also fußläufig erreichbar, 6 Stationen vom Flughafen entfernt. Wir haben es uns einfach gemacht. Während in Villarriba hier noch die Wohnung gezeigt wird, ist in Villabajo schon der Rechner runtergefahren. Ich teste nur das Bett. Natürlich. Oh, hier, auch geil. 2 Kissen. Leute, finde ich ja auch immer. Oh, die sind sogar hart. Geil. Das ist nicht so Luft. Hä? Hier, guck mal, das ist. Also, ne, wenn den Kopf drauf. Okay, richtig geil wäre es natürlich, wenn es 2 unterschiedliche Qualitäten wären. Aber wo ist denn eigentlich dein Bettzeug? Dein Bettzeug ist ja eh drüben. Nee. So, da hast du recht, stimmt. Uns fehlt ja noch, hier liegt ein Kissen noch. Und eine Decke zur Not. So, jetzt geht's los da draußen. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird zum Gebet. Genau, das stimmt. Der Lautsprecher ging auch direkt zu uns. So, das ist schon mal erledigt und wir haben alles gemacht. Jetzt wollen wir erstmal zum Baden gehen und ihr kommt mit. Juhu! Findet ihr nicht auch, dass es hier sehr schön ist und die Bäume, die Pflanzen, die Blumen? Ja, ich habe ja auch keine Blumen gesehen, aber es ist Noch nicht, ne? Aber wie hast du denn hier geschlafen? sehr Ja. gut. Ja? Ich habe hier nicht so gut geschlafen, ehrlich gesagt, weil dieses Ausziehsofa eher eine Lachnummer ist. Deswegen habe ich hier normal auf dem Sofa einfach gepennt mit so einer ollen Decke. Und das haben wir uns schon ein bisschen anders vorgestellt. Also das ist jetzt halt nicht ein Bettersatz. Aber ihr habt ein schönes Bett gehabt, ne? Ja, wir hatten ein großes, langes. Ja, cool. Naja, wir machen uns jetzt fertig und dann gehen wir erstmal zum Frühstücken, oder? Jawohl. Und es wird super lecker. Und ich hoffe, ich sehe nicht so altmodisch aus. Du siehst super aus. Fürs Frühstücken reicht. Guten Morgen! Die erste Nacht hier im Hotel. Lonnie und ich haben richtig gut geschlafen, weil wir hatten das Aber ich Bett. habe auch einen Albtraum gehabt. Ein Albtraum? Vorhin hast du mir von einem lustigen Traum erzählt. Ja, und dann noch den Schlaftraum, wo ich ganz alleine im Bett lag. Naja, auf jeden Fall war die Nacht nicht so schlimm. Außer um 5, da ging dann der Gesang los von der Moschee. Und ich hatte den Eindruck, das geht länger als zu den anderen Tageszeiten. Also irgendwie gefühlt eine Stunde. Vielleicht habe ich das auch nur geträumt. Aber jetzt gehen wir frühstücken. Also so ganz ohne Campinggefühl geht's ja nicht. Aber anders. Super. Kaffeemaschine im T1. So, die erste Runde am Buffet haben wir gemacht. Guckt euch mal Markus Teller an und meinen. Stellt euch was raus.
Aber so kann der Tag starten, oder? Das Frühstück haben wir inklusive hier mit dem Hotel drin. Und ich glaube, das lohnt sich. Es ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Buffet. Die Leute haben erstmal Pfannkuchen geholt, schön mit Schokosoße. Bei Marco sehe ich auch Obst. Also Obst haben sie auch sehr gut, sehr frisch. Und ich gehe jetzt auch gleich noch mal gucken, wie viel vegan hier dabei ist. Aber wir schauen mal. Hauptsache, sie haben eine Milchalternative. Das ist mir persönlich immer wichtig. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, wie ihr seht, toben wir hier gerade durch das hochmoderne Dubai und sind hier gerade in Deira. Das ist, wie ihr seht, der moderne und nachgebaute Stadtteil von Dubai. Nee, Quatsch beiseite, das ist natürlich der alte Stadtteil. Wir sind jetzt im Westen von Dubai. Hier sind ja noch so die alten Teile Dubais und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Man sieht auf jeden Fall, dass hier nicht so häufig Touristen durchlaufen, denn wir werden schon mal ganz gut beäugt hier. Ist ganz spannend. Also man fühlt sich jetzt hier schon so ein bisschen als Außenseiter. Nordisch dezent wirst du hier nicht finden. Je größer, desto besser. Wie gefällt dir der Goldmarkt hier? Ja, sehr schön. Und wir haben gerade Steine bekommen. Habt ihr schon mal probiert, wie bunte Steine schmecken? Bunte Steine? Also unsere, die schmecken nach Schokolade und das war Schokolade. Schokolade. Ja, wir sind jetzt hier im Goldzug von Deira. Das ist absolut krass. Also du gehst ein paar Meter weiter und du bist quasi von der Armut hin in diesen Touri-Spot, wo die Goldbarren in den Schaufenstern präsentiert würden. Also ein krasserer Kontrast geht eigentlich gar nicht. Von komplett Armut hin zu hier Prunk und Protz. Und ich muss mich da jetzt hinsetzen. Oh mein Gott. Let's go. Guck mal, der macht das Gleiche mit Papa. Ist lustig, Lotti. Oh, sorry.